Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für ein leckeres Spargelbrot. Dafür bereite ich zunächst den Spargel vor. Insgesamt 400 Gramm weißen oder grünen Spargel als erstes schälen. Beim grünen Spargel reicht es, das untere Drittel zu schälen. Den weißen müsst ihr komplett schälen. Als nächstes den geschälten Spargel einfach in dünne Scheiben schneiden. Und danach können wir auch schon den Teig vorbereiten. Einen halben Würfel frische Hefe, ca. 20 Gramm, in eine Rührschüssel bröseln, je einen Teelöffel Zucker und Salz dazugeben, 300 Milliliter lauwarme Milch dazu gießen, außerdem einen Esslöffel weiche Butter, die Spargelstücke und zum Schluss noch 600 Gramm Weizenmehl. Ich habe hier 550er Weizenmehl hergenommen. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten verkneten, bis sich alle Zutaten gleichmäßig im Teig verteilt haben. Den fertigen Teig anschließend auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls leicht bemehlen und dann nochmal kurz mit den Händen durchkneten. Dabei den Teig von außen nach innen ziehen. Jetzt eine längliche Rolle aus dem Teig formen. Und so kommt das Spargelbrot zum Ruhen in eine 30 cm lange Kastenbackform. Die Backform habe ich mit etwas Butter eingefettet. Ihr könnt aber auch ein Backpapier reinlegen. So muss der Teig jetzt für ca. 45 bis 60 Minuten ruhen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. In der Zwischenzeit bekommt Cooper seine wohlverdiente Streicheleinheit. Nach etwa 50 Minuten sollte der Teig sichtbar aufgegangen sein. Das Spargelbrot jetzt mit einem scharfen Messer einmal längs oder mehrfach quer einschneiden. Und so geht es ab damit in den vorgeheizten Backofen für etwa 45 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis das Brot eine schöne, knusprig braune Farbe angenommen hat. Nach etwa 45 Minuten können wir das fertige Spargelbrot dann aus dem Ofen holen. So sieht es aus. Jetzt vorsichtig aus der Form stürzen und auf einem Gitter komplett auskühlen lassen. Danach könnt ihr das Spargelbrot servieren, mit einem Messer in Scheiben schneiden und dann steht einer leckeren Brotzeit nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.